Aloha, lieber Single. Ich begrüße dich hier zu deiner Single-Legung für den November. Und du kannst diese Legung hier ergänzen zu den Monatslegungen für die jeweiligen Sternzeichen sehen. Hier werde ich nur auf das Thema zwischenmenschliche Verbindungen, Liebesverbindungen eingehen. Und wenn es dich interessiert, dann bleib doch jetzt einfach dran. Bis gleich. Yes, hallo lieber Single, schön, dass du dran geblieben bist. Ich begrüße dich hier nochmal zu deiner Novemberlegung. Ich habe mich hier für 3 Kartendecks entschieden. Ich möchte ganz gerne mal wieder eine neue Legeform ausprobieren, die ich früher als gerne gemacht habe. Und dazu werde ich jetzt erstmal so eine Hauptenergiekarte von den Chuck Spezzano Liebeskarten hier springen lassen, um einfach mal zu gucken, was so dein Thema gerade in Sachen zwischenmenschlichen Verbindungen ist. Und dann werde ich hier mit diesem Leitzier Tarot ein paar Karten auslegen und diese dann hier mit diesem wunderschönen Pocket Tarot nochmal abfragen. Okay, dann starten wir doch jetzt mal rein und zunächst einmal schauen wir uns hier mal das Grundthema an. Hier könnte es sich zeigen, wieso bist du Single? Was hast du denn hier für Themen? Gibt es hier Herausforderungen? Gibt es hier was Positives zu wissen, was jetzt im November hier auf dich zukommen möchte? Eine Karte, wenn es geht. Und da haben wir sie schon. Und wir haben das sich ungewollt fühlen. Okay, das ist, wie du hier siehst, aus der Kategorie Problemkarten. Und in irgendeiner Form, lieber Zuseher, bist du hier in einer Energie, dass du dich ungewollt fühlst. Also das kann natürlich schnell aufkommen, dieses Gefühl, wenn man Single ist und niemanden hat, der ihm oder der dir eine reine Liebe offenbart, der dich pusht, der dir Energie schenkt. Und es kann natürlich aber auch hier in anderen zwischenmenschlichen Verbindungen der Fall sein, also auch in deinen Freundschaften, in deinen Verbindungen zu deinen Familienmitgliedern. Hier fühlst du eben genau dieses Gefühl. Und da gehen wir jetzt mal ein bisschen tiefer rein, was ich denn da jetzt die nächsten Wochen für dich zeigen möchte. Okay, ich werde jetzt hier 6 Karten aus dem Leitzier Tarot springen lassen und dann gucken wir uns mal dein Thema an. Was darf denn hier mein Zuseher für den November wissen in Sachen Liebesverbindungen? Was wird sich hier zeigen? Ich hätte gerne 6 Karten hier auf dem Tisch. Und hier haben wir schon mal das Ass der Schwerter. Wir haben hier The Fool, also den Narr. Und wir haben hier den Ritter der Münzen. Und dann gerne noch 3 Karten. Den König der Schwerter, da ist er mal wieder, der Gute. Und noch 2 weitere Karten bitte. Wir haben hier einmal den Teufel. Und wow, wir haben die 10 der Kelche. Mega. Okay, hier im Outcome in diesem Leitzier Tarot haben wir noch die 4 der Münzen. Das passt auch ganz gut zu dieser Karte, sich ungewollt fühlen. Denn ich entnehme hier auf jeden Fall, dass das ein Gefühl ist, das schon länger in deinem Feld existiert. Und du hältst hier auch weiterhin an diesem Gefühl fest. Und das wahrscheinlich auch völlig unterbewusst, denn im Grunde wollen wir uns ja nicht ungewollt fühlen, sondern wir wollen ja gerne, dass wir das Gefühl haben, dass wir geliebt werden, dass wir anerkannt werden für die Person, die wir eben sind, im Außen als auch im Inneren. Und hier darfst du im November für dich dir einmal ganz klare Gedanken darüber machen, wie du hier einen Neubeginn in Sachen Liebe oder Liebesverbindungen in deinem Leben zulassen könntest. Denn ich sehe mit The Fool und auch mit dem darunterliegenden Teufel, dass es für dich hier um
möglicherweise alte toxische Verbindungen ging. Vielleicht warst du mal in einer narzisstischen Verbindung mit jemandem oder eben einfach in einer anderen Art, in einer destruktiven Verbindung. Oder hast auch immer noch Menschen um dich herum, die sehr manipulativ hier auf dich einwirken und dir vielleicht auch genau dieses Gefühl hier geben und oder gegeben haben in deiner Vergangenheit. Und es wird jetzt aber im November für dich wichtig werden, dich aus dieser Spirale herauszulösen. Denn ich sehe, dass du hier auch noch über einen Ex-Partner nachdenkst mit dem König der Schwerter. Wenn du jetzt hier als Mann zusiehst, dann drehst dir einfach um, weil ich spreche immer aus der Sicht einer Frau, weil es natürlich für mich deutlich leichter ist. Und ich sehe, dass du hier noch viel darüber nachdenkst, vielleicht auch, was in deinen alten Beziehungen schiefgelaufen ist. Ähm, Oftmals erinnert man sich auch gar nicht nur an die guten Dinge, sondern auch an die, die wirklich schlecht liefen. Und hier geht es jetzt aber auch mit dem Ritter der Kelche für dich darum, dich hier aus dieser Situation herauszulösen. Und dafür brauchst du auf jeden Fall Feingefühl und auch Empathie, in erster Linie zu dir selbst. Denn du sagst hier mit 10 der Kelche ist dein Weg, dass du hier gerne natürlich in eine erfüllte Beziehung gehen möchtest. Du würdest hier gerne Harmonie und Frieden und sowas wie Familienglück erfahren. Auch wenn du jetzt in einem Alter bist oder auch wenn du jetzt nicht unbedingt eine eigene Familie gründen möchtest, aber dennoch geht hier mit dem Wort Familienglück einher, dass man hier eben eine Beziehung auf Augenhöhe führt, mit viel Romantik, dass man sich hier auch nacheinander sehnt. Vielleicht spielen hier auch noch mal Kinder eine Rolle in deinem Leben. Und der Ritter der Kelche zeigt hier auch schon ganz schön an, dass, nicht Ritter der Kelche, sondern Ritter der Münzen, dass du hier schon auf einem sehr, sehr guten Weg für dich bist, den du hier auch schon eine längere Zeit gehst. Der Ritter der Münzen ist auch immer eine Lernphase und diese Lernphase hat hier eben auch noch mal etwas mit diesem Thema sich ungewollt fühlen zu tun. Und du gehst hier Schritt für Schritt voran. Der Ritter der Münzen ist auch eine sehr langsame Karte. Also das kann hier eben auch sehr gut sein, dass dieses Thema hier schon sehr, sehr lange in dir schlummert, dass das hier auch mit dem Teufel nochmal dein Unterbewusstsein ist, was sich jetzt hier gerade in dieser Legung zeigt, um dir zu offenbaren, dass es eben an der Zeit ist, hier nochmal etwas an deiner Selbstliebe zu arbeiten und dass du dir schon mal das Gefühl geben kannst, dass du sehr wohl gewollt bist hier im Leben. Jeder Mensch hat eine Daseinsberechtigung, auch wenn sich das jetzt echt total doof anhört. Aber genau so ist es und dafür braucht es im Grunde auch niemand im Außen, der dir das spiegelt. Natürlich sind wir Menschen dafür gemacht, in Gemeinschaften zu leben oder zumindest in einer Partnerschaft zu leben. Aber dennoch gibt es eben auch immer mal wieder Lernphasen, so wie jetzt bei dir, in der du in diesen Phasen wirst du Single sein, um eben besser an deine eigenen Themen heranzukommen. Denn du weißt es ja selber, wenn du mit jemandem in einer Beziehung oder vielleicht sogar in einer Ehe bist, dann hast du immer auch eine Art Fremdenergie in deinem Feld. Du bist ja dann schon, auch wenn du dich sehr authentisch deinem Partner gegenüber zeigen kannst, aber dennoch nicht ganz du selbst. Und du hast natürlich auch ganz andere zeitliche Räume, um dich hier mit dir selbst zu beschäftigen. Und das wird hier für dich ausschlaggebend sein im November. Du wirst hier also mit dem Ritter der Münzen und mit The Fool, mit dem Neubeginn, möchtest du jetzt hier diese Lernphase für dich abschließen. Du sagst hier, ich habe hier viel Tatkraft, viel Ausdauer daran gesetzt, hier etwas in Ordnung zu bringen, dieses Thema für dich hier aufzuarbeiten und eben auch in deiner Energie, in deiner Schwingung etwas anderes herauszugeben. Und hier erscheint es auch so, dass du hier sehr, sehr gute Karten hast, dass dir auch genau das jetzt im November gelingen wird. Du wirst bis zum Ende November komplett neu über dich selbst denken. Du kannst den Raum einnehmen, den dir das Leben gibt, ganz egal, ob das jetzt für dich ein Ort ist oder in Verbindung zu einem Mensch. Du wirst dich dort besser und wohler fühlen und auch angekommen fühlen, sobald du hier eben diese Lernphase für dich durchläufst und hier auch bereit bist, etwas Altes loszulassen. Denn die 4 der Münzen möchten dich ja hier auf jeden Fall nochmal daran erinnern,
dass es wichtig ist, damit hier eine Ausgewogenheit wieder in in dein Liebesleben kommt, dass es dafür wichtig ist, dieses Gefühl hier für dich hier abzulegen. Denn du bist wertvoll, du bist wunderbar so, wie du bist. Und mit 100%iger Sicherheit wandelt jetzt schon auf dieser Erde dein Partner, der hier für dich vorgesehen ist, für den neuen Lebensabschnitt, in den du jetzt eben auch mit The Fool reingehen möchtest. Aber da ist es eben auch nochmal wichtig, dir klarzumachen, ähm, dass du keinen manipulativen Partner haben möchtest und dass du dich auch selbst nicht manipulieren solltest durch dieses immer wieder nach oben kommende Gefühl, was hier eben ganz tief in dir verankert ist. Jetzt schauen wir uns mal an, was hier das Ass der Schwerter dir dazu noch zu sagen hat. Was gibt es hier in diesem Kontext zu dem Ass der Schwerter hier noch genauer zu benennen? Und wir haben hier einmal die 9 der Stäbe. Und hier haben wir noch die 6 der Stäbe. Sehr gut. Also du wirst zu Beginn des November sehr viel eben vielleicht auch möglicherweise ohne diese Kartenlegung schon darüber nachgedacht haben, dass irgendetwas in deinem Mindset, in deiner Ausstrahlung eben nicht stimmt, sodass du hier immer noch Single bist und dich diese Situation ja hier auch scheinbar ziemlich stark belastet. Du wünschst dir nämlich hier Erfolg und auch Wachstum in Sachen Liebesverbindung. Du wünschst dir natürlich hier mit 10 der Kelche die absolute Erfüllung in Sachen Liebe, ob das jetzt eine Patchwork-Familie ist, die du gerne mit jemandem gründen wollen würdest, oder halt auch einfach nur einen Partner an deiner Seite, der sich mit dir auf Augenhöhe bewegt. Und du wirst hier sehr gute Denkansätze haben, noch im November, und du wirst neue Impulse und Erkenntnisgewinne für dich bekommen, wenn du dir hier nochmal deine Ex-Verbindungen ansiehst. An was ist es denn bei dir zum Beispiel immer wieder gescheitert? Kann es denn dieses Gefühl von ich bin ungewollt hier in dir sein, was eben auch eine destruktive Verbindungsart auch in gewisser Weise anzeigt oder andeutet? Nämlich entweder die, dass du jemand bist, der sehr stark Verlustangst hat, und diese Verlustangst rührt eben daher, dass du dich eben nicht gut genug für jemanden fühlst und du hast immer das Gefühl, es könnte ja jetzt noch jemand in unsere Verbindung treten, in unser Leben treten, den mein potenziell neuer Partner besser findet als dich selbst. Und das kommt eben daher, dass du hier noch ein paar Themen mit deinem Selbstwert hast oder es vielleicht auch durch deine frühere Erziehung, durch die Eltern oder durch andere prägende Menschen hier näher gebracht bekommen hast, dass du nichts wert bist und dass du so, wie du bist, nicht in Ordnung bist. Aber genau das Gegenteil ist hier der Fall. Und das Schöne ist, dass dir das Ass der Schwerter, also diese Chance hier auf Klarheit, die Chance auf eine Aussprache oder auch, dass du mit dir selbst eben hier eine innere Kommunikation führst, die dir dazu beitragen wird, dass du dich hier aus dieser lähmenden und sehr, sehr stagnierenden Situation, in der du dich jetzt gerade befindest, selber herausarbeiten kannst. Denn du hast auf jeden Fall schon das Wissen über die Liebesverbindung, die du künftig in deinem Leben haben möchtest, um eben auch selber diese Flamme wieder in dir hier entstehen zu lassen, sodass es hier eben auch in eine positive Verbindung für dich gehen kann. Jetzt schauen wir uns mal hier diesen Aspekt, dieses König der Schwerter an, ob es hier eben wirklich um jemanden aus deiner Vergangenheit geht oder ob das jetzt vielleicht schon jemand ist, der sich künftig in deinem Leben zeigen möchte. Was gibt es hier noch zum König der Schwerter zu sagen? Was darf hier meine Zuseherin oder mein Zuseher dazu erfahren? Und wow, wir haben hier direkt 2 Karten. Wir haben hier die Königin der Münzen und wir haben den Ritter der Münzen, genau. Okay, also, was ich hier auf jeden Fall wahrnehme, ist, dass es sehr gut sein kann, dass du selbst ein Erdzeichen bist. Vielleicht bist du Jungfrau, Stier, Steinbock. In deinem Sternzeichen, es kann aber auch sein, dass hier dein Aszendent angesprochen wird oder vielleicht auch dein Venuszeichen, was sich hier auch ganz gerne in diesen Liebeslegungen zeigt.
Und die Königin der Münzen, die steht für die Sinnlichkeit. Sie steht aber auch für die Bodenständigkeit und dass du auf jeden Fall ein Mensch bist, der sehr viel Geborgenheit in seinem Leben braucht und dass du dir eben genau dieses Gefühl derzeit nicht geben kannst und hier scheinbar in deinen Ex-Verbindungen hier immer wieder den Drang hattest, dich zu Männern hingezogen zu fühlen oder sie sich zu dir hingezogen gefühlt haben, die eben genau diese Lücke für dich hier stopfen sollten. Jedoch ist kein Mensch auf dieser Welt in der Lage, hier irgendwelche fehlenden Aspekte in dir zu füllen, sondern nur du selbst kannst es hier in deinem Inneren für dich klären. Und entschuldigt bitte, das ist hier übrigens der Page der Münzen. Hier wird nochmal angezeigt, dass es darum geht, dass du auch immer wieder zu diesem Typ Mann, der sehr attraktiv oftmals ist, der sehr redegewandt ist, der eben auch auf jeden Fall schnell in dem Gegenüber erkennt, was du denn suchst und hier dich genau auf diesen Zug hat aufspringen lassen, um dich dann aber letztendlich wieder zu verlassen oder dir hier nochmal aufzuzeigen, hey meine Liebe, du hast hier Defizite und ich bin aber nicht die Person, die das hier für dich füllen kann. Und der Page der Münzen, der sagt hier, es geht um dein Verantwortungsbewusstsein, das du für dich selber hast, in Sachen Liebe hier wirklich glücklich werden zu können, indem du dir eben auch Partner suchst, die eben auch Attribute haben, die dir wirklich wichtig sind. Und dass es hier eher weniger um die Optik geht oder auch weniger darum gehen sollte, sich hier manipulieren zu lassen durch eventuelle Luftschlösser, die hier jemand für dich gebaut hat. Vielleicht war ja dein letzter Partner hier ein Luftzeichen, Zwillinge, Wassermann, Waage. Und die sind halt super eloquent, die können dir genau diese Wunsch- oder diese Traumschlösser beschreiben, die man sich so als Frau oder auch als Mann, egal wie du das jetzt drehst, die man sich so wünscht. Und letztendlich führten diese Beziehungen aber für dich immer dazu, dass du wieder auf dich selbst zurückgeworfen wirst. Und hier darfst du eben deinen Fokus darauf legen, hier erstmal in dir selber zu schauen, was kannst du denn bei dir ändern, damit du hier eben in eine andere Ausstrahlung oder in eine andere Aura kommst, damit du auch die potenziellen Partner anziehst, mit denen du auch hier wirklich diese Fülle mit sehender Kälte erreichen kannst. Also jemand, der dir auch dieses Gefühl von Geborgenheit geben kann, der auch sehr bodenständig ist, der auch wirklich bereit ist, sein Herz hier wirklich für dich zu öffnen und nicht nur für ein paar Monate oder für ein Jahr und sich dann hier wieder aus deinem Leben entzieht. Also das ist schon mal sehr, sehr interessant, dass du hier vielleicht auch noch mal, wann immer du Zeit oder Lust dazu hast, hier noch mal in deinen Ex-Verbindungen nachsiehst und einfach noch mal schaust, was suchst du denn in einer Liebesverbindung, was du dir selbst hier nicht geben kannst. Und dieses Defizit darfst du hier im November aufarbeiten und es wird dir ja hier auch sehr, sehr gut gelingen, hier auch wieder diese Flamme in dir zu entfachen, die eben auch dann deine Aura verändern wird und die dir eben auch genau den Mensch in dein Leben spült, den du dir schon die ganze Zeit wünschst. Und jetzt schauen wir mal, was hier die Karte der Narr, The Fool, die hier näher bringen will im November, denn das ist eine wundervolle Karte in einer Liebeslegung, die eben davon spricht, dass hier ein alter Zyklus für dich endet und etwas ganz Neues für dich beginnen wird, wo es aber auch von dir wieder erforderlich sein wird, hier Verantwortung zu übernehmen und hier auch den Sprung ins kalte Wasser tatsächlich zu wagen. Was kommt denn hier Neues auf dich zu im November, lieber Single? Wenn du das hier losgelassen hast, dieses alte Thema, dass du hier nicht gut genug bist. Und wir haben hier den König der Münzen. Und eine Karte bitte noch. Wow. Und hier haben wir die 8 der Stäbe. Sehr, sehr schön. Also ich nehme hier wahr, dass noch im November, ich schätze mal so ab der 2. Novemberwoche in etwa, hier ein Erdzeichen entweder in dein Leben tritt, also nochmal
Steinbock, Jungfrau oder auch Stier. Das muss aber auch gar kein Erdzeichen sein. Hier geht es eher um die Attribute dieses Menschen. Und der König der Münzen, der steht für Erfolg, der steht für materiellen Wohlstand, der steht auch für eine gewisse Souveränität und auch vor allem für diese Bodenständigkeit, die du hier auch schon in deinen Ex-Verbindungen immer gesucht hast, aber dir niemand hier wirklich geben konnte. Denn genau, wir lassen das jetzt einfach mal so stehen. Und mit The Fool hier unten, mit der Kommunikation, wirst du erfahren, dass sich im November hier jemand in dein Leben hineinbegeben wird. Oder vielleicht kennst du ja diesen Mensch auch schon, von dem ich hier rede. Von diesem Ritter, der Mensch, König der Münzen. Und ihr werdet hier eure Kommunikation vertiefen. Und diese Kommunikation geht jetzt immer mehr in die Richtung, dass man sich noch mehr annähern möchte. Das bedeutet, dass man sich hier öfter trifft, dass die Treffen vielleicht langsam auch in eine Richtung gehen, die davon sprechen, dass man hier gerne zusammen eine Verbindung aufbauen wollen würde. Und das Ganze kann hier auch sehr, sehr schnell und sehr plötzlich in dein Leben treten. Dafür stehen ebenfalls die 8 der Stäbe hier sehr schön. Und hier ist es aber wichtig, meine Liebe, dass du dich hier wirklich auch darauf einlässt. Und auch wenn du manchmal Nachrichten bekommen solltest und vielleicht keinen Bock gerade hast, dich hier in diese romantische Stimmung zu versetzen und hier mit jemandem zu kommunizieren auf dieser Ebene, weil du es vielleicht einfach mit der Zeit verlernt hast oder eben auch sich in deinem Unterbewusstsein so viel Negativität breit gemacht hat, dass du immer irgendwie davon ausgehst, in dem Moment, wo du dein Herz hier wirklich für jemanden öffnest und sagst, wo deine Werte sind, was dir hier wirklich wichtig wäre, dass sich dann hier das Gegenüber immer wieder zurückzieht. Das wird aber in diesem Fall, in dieser Konstellation, die sich jetzt hier zeigt, nicht der Fall sein. Denn hier hast du wirklich jemanden, der an diesen Werten an dir festhält und der genauso ein großes Interesse daran hat, mit dir hier in die wirkliche Liebeserfüllung zu gehen, wie du selbst. Und deswegen überrede dich hier auch ruhig mal direkt zu antworten, hier nicht jemanden ewig auf deine Antworten warten zu lassen und mach dir auch nicht zu viele Gedanken also mit deinem Kopf darüber, was du hier schreiben solltest, sondern lass hier eher mal dein Gefühl diese Kommunikation tragen. Also was würdest du denn diesem Mensch wirklich gerne sagen? Und stell dir einfach vor, das wäre deine beste Freundin und genau so solltest du mit deinen potenziellen Partnern hier kommunizieren. Also einfach offen bleiben, mit einem geöffneten Herzen hier deinem Umfeld entgegentreten und dem Leben auch somit signalisieren, dass du bereit bist, hier auch wirklich einen Partner auf Augenhöhe auch anzuziehen. Komme, was wolle, ja? Jetzt schauen wir uns hier mal diesen Aspekt des Teufels an, denn ich nehme ihn hier vor allem auch als eine sehr manipulative Energie wahr, die eben hier bei dir schon die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein vor sich hinschwelt und die natürlich auch jede Verbindung in deinem Außen beeinflusst. Und also du bist hier selbst diejenige, die sich hier sabotiert oder manipuliert. Das kann sein, dass du hier so einen inneren Saboteur hast, der immer wieder wirklich wichtige oder schöne Verbindungen hier zu Männern oder zu Frauen kaputt macht, aufgrund deiner schlechten Erfahrungen, die du hier gesammelt hast. Und auch da komme ich jetzt hier nochmal auf dieses Thema narzisstische Verbindungen, denn da ist es ja am Anfang oft so, dass man mit Lovebombing so überschüttet wird und du dich hier wirklich auf Wolke Nummer 7 erfährst und dann aber von heute auf morgen durch diese Wolke durchknallst auf den harten Boden der Realität. Und das ist etwas, was super schmerzhaft für jeden ist, der schon mal in einer solchen Verbindung war und was es eben auch so schwer macht, sich da wieder rauszulösen. Denn in dem Moment, wo du auf den harten Boden der Realität aufknallst, sind diese Menschen aber auch schon wieder an der Seite und holen dich wieder mit dem Lovebombing in alle Sphären dieser rosaroten Wolke. Und du darfst hier aber dir wirklich
genügen und du darfst hier auch auf jeden Fall wissen, dass du hier die Schöpferin deines Lebens bist und du hast in der Hand, ob du dich hier weiterhin in dieser destruktiven Energie des Ungewollt-Fühlens fühlen möchtest oder ob du dich jetzt dafür entscheidest, hier wirklich mit offener Kommunikation, mit offenem Herzen hier genau das vom Leben zu erwarten, was du dir hier wünschst, ja. Und das ist unser Geburtsrecht, dass wir eben auch unsere Wünsche in Erfüllung bringen. Und mach dir das eben auch einfach wieder klar. Auf was möchte hier der Teufel noch hinweisen in dieser Konstellation? Wieso erscheint hier der Teufel? Super mega Legung. Ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Ich finde, es ist sehr, sehr deep. Und wir haben hier die 4 der Kelche. Und eine Karte bitte noch. Und wow, wir haben hier die Wunscherfüllung, den Stern. Okay. Also ich sehe, weil wir hatten ja vorhin schon von dieser Lernphase gesprochen, dass du in deinem Leben schon Männer oder Frauen in dein Leben gezogen hast, die sehr wohl sehr manipulativ waren, vielleicht auch sehr destruktive Verbindungsmuster in sich getragen haben. Das bedeutet Bindungsängstler waren, die sich halt einfach ab einem gewissen Punkt hier nicht mehr verantwortlich gefühlt haben, die Liebe mit dir zu teilen, weil sie eben so stark Angst davor haben, in Verbindung mit jemandem zu gehen und sich deswegen auch immer wieder dieser Sache entzogen haben. Und das beschreibst du hier auch nochmal mit 4 der Kelche, nämlich, dass sich hier einfach jemand von dir weggedreht hat, dass hier jemand dich im Regen stehen gelassen hat und dich einfach mit deinen sehr starken Gefühlen hier zurückgelassen hat. Und der Stern verrät dir hier als Trumpfkarte, dass es jetzt für dich darum geht, in diesem Kontext hier Klarheit reinzubringen. Deswegen haben wir ja auch hier das Ass der Schwerter. Das ist das Schwert des Erzengel Michaels, mit dem du auch hier gerne arbeiten kannst, solltest du da noch Schwierigkeiten haben, dein Mindset oder deine Gedanken eben entsprechend neu auszurichten. Dann kannst du hier auch nochmal mit Bändertrennungen arbeiten, denn mach dir auch immer bewusst, dass auch vor allem die Ex-Freunde, an die du noch denkst, dass es hier eben auch noch eine energetische Verbindung zu diesem Mensch geben kann, selbst wenn du diesen schon jahrelang nicht mehr gesehen hast. Und das kommt eben daher, weil in dem Moment, wo wir sexuell mit anderen in Verbindung gehen, schaffen wir so ein tiefes Bond mit diesem Menschen. Deswegen rate ich auch immer davon ab, hier irgendwelche ständigen One-Night-Stands in seinem Leben zu vollziehen, weil das nämlich deine gesamte Energie durcheinander bringt und dir Fremdenergien und sehr starke Bänder zu Männern oder zu Frauen bringt, die du so leicht gar nicht mehr wieder loswerden kannst. Und der Stern möchte hier Klarheit in diese destruktiven Bindungsmuster für dich bringen. Also überleg dir hier nochmal, bist du vielleicht jemand, der eine Bindungsangst hat? Das ist eine Angst, die spätestens dann nach oben kommt, wenn man sich wirklich komplett mit dem Herz jemanden öffnet und auch wirklich bereit ist, hier in eine feste Verbindung zu gehen. Ab dem Moment fängt es an, dass man sich entweder selbst oder der Partner zurückzieht, alles tut, was destruktiv ist, um diese Verbindung zu schädigen, weil die Angst vor Verbindung größer ist, als der Wille, hier in eine tiefe Liebesverbindung überzugehen. Oder bist du vielleicht eher die andere gegenüberliegende Seite, nämlich hier jemand, der Verlustangst hat? Das bedeutet, dein ganzes System sehnt sich hier nach Geborgenheit. Es sehnt sich hier danach, endlich bei jemandem anzukommen und sich hier auch ohne irgendwelche Hürden hier diese Gefühle für jemanden wirklich fließen zu lassen und dass du die auch zurückbekommst. Aber du hast halt hier immer wieder durch dieses Gefühl, sich ungewollt zu fühlen, sabotierst du dich hier selbst und sagst, ich bin hier nicht gut genug, ich bin nicht schön genug, ich bin nicht lustig genug, mein Alltag ist nicht spannend genug für diesen Mensch. Es ist ja eigentlich kein Wunder, dass jede andere Frau oder jeder andere Mann hier
wahrscheinlich ein größeres Interesse in ihm oder ihr wecken wird als ich. Und das ist aber einfach nur eine Geschichte, die du dir hier erzählst. Das ist eine Illusion und das hat hier aber auch etwas mit deinen Bindungsmustern zu tun. Also wenn du hier wirklich diese Sache mal für dich klären möchtest und hier nicht bis zum Jahresende wieder als Single alleine vor deinem Weihnachtsbaum sitzen möchtest, dann darfst du dir genau das hier wirklich mal klar machen. Und das Allergeilste an diesem Stern jetzt auf dem Teufel ist nämlich, dass hier diese Wunscherfüllung für dich auch sehr gerne wahr werden möchte. Und dass du dich, weil der Stern steht auch für das Beste und für das Schönste. Und das soll dir hier nochmal genau das signalisieren. Du bist wundervoll so, wie du bist. Und du bist auch wunderschön so, wie du bist. Niemand ist so wie du. Und es gibt immer, und du kennst doch diesen Spruch auch, den passenden Deckel auf den Topf. Und auch wenn du den jetzt noch nicht gefunden hast, diesen Deckel gibt es irgendwo. Und es ist halt wichtig, dass du es dir auch gönnst, dass du ja halt einfach in dir dieses Gefühl entstehen lässt, dass du wert bist, hier jemanden in dein Leben zu ziehen, der genau dieser passende Deckel auf deinem Topf ist. Das ist hier die Krux an dieser Sache und deswegen finde ich diese Legung bis jetzt einfach sensationell. Und der Stern sagt dir, es stehen dir hier eigentlich alle Türen offen, wenn du denn einfach mal selber aufhören würdest, dich hier niedriger einzuschätzen als das, was du wirklich bist. Denn du bist wundervoll. Ich soll es dir hier nochmal sagen. Okay, also du hast hier die Lösung jetzt sozusagen für dich parat. Es ist jetzt die Frage, was machst du daraus? Und jetzt gucken wir uns hier nochmal diesen interessanten Ritter der Münzen an, der natürlich hier auch für einen potenziellen Partner stehen kann, aber er steht in dieser Legung auch dafür, für deinen Stand der Dinge. Das bedeutet, du hast dich hier schon auf den Weg gemacht und es gibt fast keine Karte, die langsamer ist als der Ritter der Münzen. Das heißt, du hast halt hier eine sehr lange Zeit gebraucht, um zu heilen. Du hast hier eine lange Zeit gebraucht, um diese ganzen Schnüre hier zu vielleicht sehr destruktiven Menschen hier wirklich für dich zu cutten und hier einen kompletten Neuanfang jetzt für dich zu beginnen. Und aber dieser Neuanfang sollte nochmal auch in deinen Gedanken und vor allem auch in deinem Herz hier Platz finden, damit du hier einfach sagst, ich gehe jetzt hier meinen Weg weiter. Und besser, ich bin jetzt alleine als in schlechter Gesellschaft. Und das ist ja immerhin auch schon mal ein Ziel, was auf jeden Fall sehr viel Ehre dir gebührt für das, was du hier über dich denkst und wie du hier gerade dein Leben so alleine meisterst. Also Hut ab und vor allem auch nochmal an die ganzen Alleinerziehenden hier unter euch. Gut, jetzt gucken wir mal rein, warum denn dieser Ritter der Münzen jetzt hier sonst noch so schön erschienen ist. Was darfst du denn hier jetzt gerade für deinen speziellen Weg wissen? Wie wird es jetzt hier für dich weitergehen? Und du hast hier einmal die 2 der Münzen und du hast hier auch nochmal die, warte mal kurz, und hier nochmal die 8 der Kelche. Also, es geht hier darum, für dich mit 2 der Münzen hier diese Entscheidung zu treffen. Hör auf, die Möglichkeiten abzuwägen und hör auf, im Außen zu suchen, weshalb du hier vielleicht noch Single bist und immer noch nicht den richtigen Partner angezogen hast. Lass hier einfach mal dieses elendige Thema los, dass du nicht okay bist, wenn du keinen Partner hast. Es ist vollkommen in Ordnung, Single zu sein und du dürftest ja in deinem Umfeld auch noch massiv andere Menschen kennen, die ebenfalls Single sind, denn leider ist es auch ein Bild unserer Gesellschaft, dass wir eben immer schnelllebiger leben und jeder irgendwie nur noch versucht, sein eigenes Ding durchzuziehen. Und hier ist es aber nochmal mit 2 der Münzen auch wichtig, dass du hier aufhörst, diesen Wandel, in dem du dich jetzt gerade befindest, hier weiter für dich zu beurteilen, sondern beurteile hier einfach mal nicht, sondern versuche hier mal eher deine Schwingung hochzuhalten, dir hier nochmal diese alten Themen klar zu machen und dann wirst du sehen, du befindest dich hier auf dem besten Wege, jetzt endlich hier
dieses ganze alte Beziehungschaos, was sich vielleicht in jeder deiner Beziehungen immer wieder gezeigt hat, diese destruktive Art oder vielleicht auch einfach diese Verbindungsmuster hier mal für dich zu durchsprechen. Ich sehe auch für einige von euch, dass ihr euch vielleicht auch in dem Thema auch in einer Therapie befindet oder hier vielleicht auch einfach Menschen habt, mit denen du dich hier immer wieder öfter mal austauschst, bezüglich deiner jetzigen Situation. Und hier wird es jetzt eben einfach für dich wichtig werden, diese Unruhe, die du hier in dir verspürst, hier loszulassen und dich hier auf den Wandel voller Vertrauen einzulassen. Denn diese Prüfung, welcher du hier unterzogen wirst, die hat hier auch etwas mit deinem Bewusstseinswertungswandel zu tun. Also dein Bewusstsein verändert sich gerade. Das geht uns ja allen so und auch nicht nur im Aspekt der Liebe, sondern eben mal ganz generell. Und nutze diese Schwingungserhöhung, die jetzt Mutter Gaia mit uns vollzieht, weil wir jetzt ja auch in dem Wassermann-Zeitalter sind, wo es immer mehr darum geht, hier wirklich unseren Geist zu erfüllen, unseren Geist zu veredeln und wege hier nicht zu sehr ab, ob du jetzt hier den richtigen Weg gehst, sondern wisse einfach, dass du den richtigen Weg gehst und dass es auch dein gutes Recht ist, diese ganze alte Misere hier wirklich mal hinter dir zu lassen und auch mit einem neuen Fokus hier auf Liebesverbindungen zu blicken. Was wäre denn deine Traumverbindung? Wie stellst du dir das vor? Das darfst du dir hier auch gerne im Sinne von manifestieren auch vorstellen. Nicht nur, wie soll dein Partner aussehen, wie soll der am besten kommunizieren, wie soll er riechen, wie wird es sein, wenn du alleine in deinem Auto sitzt, wenn jemand auf deiner Beifahrerseite sitzt? Wie kannst du dir das vorstellen? Wie wäre euer erster Urlaub? Wie wäre eure Kennenlernphase? Stell dir das wirklich mal vor, so wie du es für dich dir wünschen würdest. Was ist dein Wunsch in dieser Angelegenheit in Sachen Liebesverbindung? Was ist für dich hier das Optimum? Und das kannst du hier auch erreichen. Denn du bist hier auf dem besten Wege, wirklich in die 10 der Kelche zu kommen. Und vielleicht erinnerst du dich in ein paar Wochen, einige könnten das sogar in ein paar Tage schon der Fall sein oder vielleicht auch in Anfang nächsten Jahres daran, was ich dir hier in dieser Legung gesagt habe. Und vielleicht ist es genau das, was deinen Knoten hier zum Platzen bringt, damit hier deine Energie sich verändert und du endlich diese Aura hast, hier einen Mensch anzuziehen, mit dem du genau diese Wunscherfüllung eben auch leben kannst. Mega interessant. Was zeigt sich denn jetzt hier in deiner Wunscherfüllung, den 10 der Kelchen, für dich? Also in Sachen Harmonie, Familienglück, Friede und einfach Ordnung auch in sein Liebesleben zu bringen. Was möchte dir diese Vision oder diese Karte hier noch sagen? Wir haben hier einmal den Page der Stäbe. Das ist schon mal sehr schön. Und eine weitere Karte hier bitte noch. Und wir haben hier den Mond. Und der Mond, der sagt dir auch hier nochmal, geh bitte in die Annahme. Nimm an, was deine Seele dir als Wunsch sozusagen immer wieder mit kleinen Impulsen zeigen möchte. Also das bedeutet, der Mond ist die lunare Energie, das heißt, es ist die weibliche Energie. Und es ist hier wichtig, in die Annahme zu gehen, dass es dein Recht ist, auf eine Liebesverbindung zu hoffen, mit der du dich auf Augenhöhe bewegen wirst. Es ist dein Lebensrecht, dass du genau einen solchen Menschen findest, so wie all die anderen Menschen in deinem Umfeld, die du vielleicht dafür beneidest, dass sie für dich nach außen hin wahrscheinlich eine perfekte Verbindung führen. Auch du darfst dir dieses Recht zukommen lassen. Gönn dir genau das, was dein Herz dir sagt, was den Weg, den deine Seele hier für dich vorgesehen hat. Und wisse, dass dieses Single-Dasein nichts Schlimmes ist, sondern es ist sogar ein Geschenk des Lebens, um dir hier näher zu kommen. Denn du hast hier Dinge erlebt, die vielleicht andere Menschen, die immer wieder in glücklichen Verbindungen und das auch hintereinander sind, vielleicht nie gewählt haben. Denn jeder hat andere Seelen
Coaching-Aufträge. Jeder Mensch ist so individuell und deswegen darf sich auch niemand anmaßen, hier über dein Single-Dasein irgendetwas Negatives zu sagen oder das zu beurteilen, denn keiner ist in deinen Schuhen gelaufen. Keiner musste diesen Dreck erfahren, den du hier in deiner Vergangenheit erfahren hast. Weshalb du vielleicht auch hier dir angewöhnt hast, so destruktive Verbindungsarten einfach für dich zu wählen, indem du entweder Verlustängstler bist oder hier wirklich eine Bindungsstörung hast. Das kannst du aber, wie gesagt, mit den Fragen, die ich dir vorhin gestellt habe, ganz leicht selbst für dich herausfinden. Dafür brauchst du auch keinen Psychologe, sondern mach dir das einfach nochmal bewusst und arbeite daran und dann wirst du sehen, in dem Moment, wo du dein Herz hier wirklich für eine erfüllende Liebe öffnest und auch eine positive Grundhaltung dem Leben gegenüber hast und auch nicht jeden Mensch direkt als deinen potenziellen Partner siehst, sondern auch einfach auf diesen natürlichen Fluss darauf vertraust, dass eine Kennenlernphase vielleicht einfach monatelang geht, weil ihr beide vielleicht schon so viele schlechte Erfahrungen gemacht habt oder auch im anderen Sinne, dass es hier Knall auf Fall kommt, du lernst jemanden kennen, ihr zieht ein paar Wochen schon miteinander zusammen und lebt hier in Friede, Freude, Eierkuchen bis eben an den letzten Tag. Das gibt es alles, diese Geschichten. Du kennst sie selbst und gönne es dir selbst, einen Teil einer solchen Geschichte für dich zu werden. Denn du bist hier die Schöpferin deines Lebens. Und der Page der Stäbe, der steht hier nämlich auch für die Risikobereitschaft, die du hier auch unbedingt mitbringen solltest. Das bedeutet, es ist auch ein Risiko für dich, dir hier mal dein Unterbewusstsein oder deine vergangenen Verbindungen wirklich nochmal anzusehen. Du musst die ja jetzt nicht nochmal hardcore durchfühlen, aber mach dir doch einfach nochmal klar, was denn hier immer wieder gescheitert ist und warum du als Magnet hier einen anderen Menschen angezogen hast, der einfach nicht gut mit dir umgegangen ist. Denn das ist immer ein Spiegel, der dir auch aufzeigen möchte, wo gehst du nicht selbst gut mit dir um. Und diese Risikobereitschaft in dem Sinne könnte für dich auch bedeuten, dass es eben auch schon ein Risiko ist, überhaupt dein Herz mit dem Mond überhaupt zu öffnen für einen neuen Partner. Also, dass du in dem Moment in diese weibliche Annahme gehst, dass das Leben dir gerade potenzielle Partner schicken wird, schon noch im November oder du zumindest mit diesen Menschen kommunizieren wirst, damit du hier aus diesem Gedankenkreisel oder aus diesem teuflischen Kreislauf, in dem du dich gerade befindest, hier endlich mal rauskommst und diesen durchbrichst, indem du hier dem Weg deines Herzens folgst. Und diese Risikobereitschaft, die möchte dir auch sagen, dass hier auch diese Begeisterungsfähigkeit für dich sehr, sehr wichtig sein wird, dass du mal wieder die Liebe zum Leben selbst für dich entdeckst, indem du Liebe in deinem Leben einlädst. Und das kannst du natürlich nur dann, wenn du mit einem offenen Herzen vorangehst. Und das ist das, was dir hier diese beiden Karten nochmal im Kontext auf eine absolute Wunscherfüllung in Sachen Liebe hier nochmal näher dir zeigen wollte. Meine Lieben, das ist eine wirklich sensationelle Legung, wie ich finde. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn dies der Fall ist, ich brauche unbedingt eure Unterstützung. Ihr seid diejenigen, die diesen Kanal hier für mich am Laufen halten. Bitte gib mir einen Daumen nach oben, hype dieses Video und falls du zu den 50% gehörst, die meinen Kanal immer noch nicht kostenlos abonniert haben, dann wäre es jetzt wirklich der richtige Zeitpunkt, dies zu tun. Somit verpasst du kein neues Video, welches ich hochlade und du unterstützt mich und auch dein eigenes Leben, damit es hier auf deinen Weg des Herzens hier wirklich richtig vorangeht für dich. Ich wünsche dir von Herzen einen wunderschönen November mit vielen schönen neuen Erkenntnisgewinnen, mit einer liebevollen Kommunikation mit jemandem, der hier ganz neu in dein Leben treten wird, ab dem Moment, wo du diese Lernphase für dich beendest. Das ist sozusagen auch das Symbol
dieser neue Mensch, der sich bei dir zeigen wird, sobald du dieses Thema für dich beendet hast. Also mach dir das auf jeden Fall nochmal klar, falls du dich gerade fragen solltest, wie soll ich das denn erkennen? Du wirst es daran erkennen, dass der richtige Mensch auf einmal vor dir steht oder jemand, dem du hier unbedingt eine Chance geben solltest, hier mit viel Kommunikation, mit viel Feingefühl und Romantik hier auch dich wieder für die Liebe zu öffnen. Alles, alles Liebe. Namaste.